wieder bei TUS Kocht eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch diese leckere vietnamesische Pho-Suppe als Motivtorte zeigen. Vielleicht habt ihr von dieser Suppe schon gehört und auch schon mal probiert. Wie ihr aber diese Suppe herstellen könnt, habe ich schon einmal in einem anderen Video von mir gezeigt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese Suppe als Motivtorte herstellen kann. Meine Freundin, die isst die Suppe so gerne und sehr oft, sodass ich mir überlegt habe, einfach diese Suppe ihr mal als Torte zu backen. Und nun zeige ich euch die Zutaten dazu. Ihr braucht für den Teig 5 Eier, 250 Gramm Butter, 300 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker. Dann braucht ihr dazu noch Saft und Abrieb von einer Zitrone. Dann braucht ihr ein Päckchen Backpulver, 75 Milliliter Milch und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Als erstes dann die Butter mit dem Zucker weißcremig aufschlagen. Nach und nach dann die Eier hinzugeben und gut verrühren. Anschließend das Backpulver mit dem Mehl vermischen, langsam in die Butter-Eier-Mischung geben und gleichmäßig verrühren. Zuletzt dann den Abrieb von der Zitrone, Saft von der Zitrone, den Vanilleextrakt und zuletzt dann die Milch hinzugeben und nochmals gut vermischen. Nun den Teig dann in eine runde Backform mit einem Durchmesser von 20 cm geben, glatt streichen und bei 170 Grad für ca. 50 Minuten backen. Macht am besten dabei die Stäbchenprobe. Den Kuchen dann komplett abkühlen lassen. Anschließend bereite ich dann die Aprikosenbuttercreme vor und dazu brauchen wir 4 Eiweiße, 350 Gramm Butter, 250 Gramm Aprikosenmarmelade und eine Prise Salz. Als erstes dann die Marmelade in einem Topf erhitzen. Währenddessen die Eiweiße und das Salz in die Küchenmaschine geben und steif aufschlagen. Anschließend dann die Marmelade in dünnen Strahl langsam zu dem Eiweiß gießen. Das Eiweiß für mindestens weitere 10 Minuten dann aufschlagen, bis die Masse abgekühlt ist. Sobald die Masse dann abgekühlt ist, die Butter stückchenweise hinzugeben, verrühren und die Buttercreme in eine andere Schüssel dann umfüllen. So wäre jetzt auch die Buttercreme zum Bestreichen dann auch fertig. Nachdem der Teig und die Buttercreme jetzt fertig ist, werde ich die Torte jetzt zusammensetzen. Zuerst den Kuchen dann von der Frischhaltefolie entfernen und den Kuchen in 3 Teile dann teilen. Da der Boden von meinem Kuchen etwas rund war, habe ich jetzt vorerst den Boden begradigt, damit es unten wie eine Schüssel dann auch aussieht. Nun dann den größten Boden nehmen, Aprikosenmarmelade und die Buttercreme darauf bestreichen. Dann den zweiten Boden mit Aprikosenmarmelade und Buttercreme bestreichen.
Zuletzt dann den dritten Boden darauf geben und nun die Torte komplett dann mit der Buttercreme einstreichen. Die Torte dann für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Die Torte dann aus dem Kühlschrank herausnehmen und die Torte mit der zweiten Schicht einstreichen und glatt streichen. Anschließend dann die Torte mit weißem Fondant eindecken. Zur Hilfe habe ich mir jetzt einen Tortenring genommen, um die Torte gelegt und ca. 1,5 cm dann vom Rand gelassen und den Überschuss dann weggeschnitten. Als nächstes dann eine Tortenplatte nehmen und die Torte umdrehen. Dann den Rand hochklappen. Nun dann die obere Schicht mit der Buttercreme einstreichen. Als nächstes werde ich jetzt die Schüssel dekorieren. Nun dann Modelliermasse nehmen und Ornamente kreieren. Zunächst dann kleine Quadrate dann schneiden und in der Mitte der Quadrate mit einem Blütenstanzer kleine Blüten dann ausstanzen. Anschließend dann die Ornamente auf die Schüssel dann mit Zuckerkleber dann kleben.
Danach dann mit dem Clay Extruder dünne Stränge modellieren und auf die innere, äußere und oberhalb der Schüssel dann ankleben. Damit die Nudeln dann auf den Stäbchen halten, einen dicken Strohhalm nehmen und ein kleines Loch am oberen Rand vom Strohhalm dann aufschneiden. Jetzt weiße Modelliermasse nehmen, ausrollen und die Reisnudeln dann schneiden lassen. Hier habe ich jetzt zur Hilfe meine KitchenAid genommen. Ihr könnt es aber auch natürlich dünn ausrollen und mit einem Messer dünne Streifen dann auch schneiden. Weiße Modelliermasse dann auch wieder nehmen, dünn ausrollen und den Strohhalm umwickeln, damit man den Strohhalm einfach nicht mehr sehen kann. Die Stäbchen dann in den Strohhalm stecken, die Reisnudeln um die Stäbchen und Strohhalm dann wickeln. Die restlichen Nudeln dann auf die Schüssel geben. Anschließend dann die Thai-Basilikumblätter und die Stachelkoriander dann modellieren. Die habe ich dann noch mit Pulverfarben bepudert, damit ich die Tiefe von den Blättern herausnehmen kann.
Dann die Chilis, Lauchzwiebelringe, Sojasprossen, Fleischbällchen, das Fleisch und die Limette dann modellieren. Nachdem dann jetzt alles vorbereitet ist, werde ich die einzelnen Komponenten auf die Suppe dann legen.
Und so ist die vietnamesische Pho-Suppe als Motivtorte dann auch fertig. Ich hoffe, euch inspiriert zu haben und euch auf meine Kochtour dann wieder mitnehmen zu dürfen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!